Jeder von uns träumte in seiner Kindheit davon, einen Schatz zu finden. Nachdem wir Märchen gelesen hatten, wollten wir auf eine Höhle stoßen, die bis oben hin mit Edelsteinen gefüllt war, einen Topf mit Gold im Garten ausgraben oder eine Karte der Piratenschätze in der Kommode unserer Großmutter finden. Wie sich herausstellte, können in der realen Welt Juwelen tatsächlich direkt unter unseren Füßen liegen. Sie sehen jedoch nicht immer so attraktiv aus, wie es in Märchen beschrieben wird. Das Ehepaar Gary und Angela Williams aus dem englischen County Lancashire hatte unglaubliches Glück. Sie fanden ein echtes Juwel. Und so geschah es. Gary und Angela beschlossen, am Wochenende am Ufer des irischen Meeres zu entspannen, da es nur wenige Kilometer von ihrem Haus entfernt liegt. Natürlich ist das Wetter im April nicht zum Baden geeignet. Daher gingen Mann und Frau einfach am Strand entlang und genossen den Klang der Wellen, die an Land schwappten. Plötzlich war ihre romantische Stimmung im Handumdrehen verschwunden, denn ein Windstoß trug einen widerlichen Geruch nach verrottendem Fisch zu ihnen. Zur Überraschung des Ehepaares war der Strand sauber und es gab keine Hinweise darauf, was die Ursache für den Gestank sein könnte. Da fiel Gary ein Gegenstand auf, der wie ein gewöhnlicher Stein aussah. Es stellte sich heraus, dass er diesen unangenehmen Geruch verströmte. Gary und Angela erkannten, dass sie vor einer wertvollen Ambra standen, einem Produkt des Verdauungssystems von Walen, das, wie seltsam es auch klingen mag, in der gehobenen Parfümerie verwendet wird. Diese wachsartige Substanz entsteht im Darm von männlichen Pottwalen und wird beim Erbrechen ausgestoßen. Da sie etwas leichter als Wasser ist, werden solche Klumpen oft vom Meer an den Strand gespült. Trotz ihrer unehrenhaften Herkunft und des anfänglich schrecklichen Geruchs wird Ambra von Parfümeuren hochgeschätzt. Denn nach der Reinigung und Trocknung verändert sich der Geruch der Substanz und wird angenehm. Ambra wird als Fixiermittel für Düfte verwendet, damit sich die komplexe Parfümkomposition nicht schnell verflüchtigt. Ambra war schon früher ein extrem teures Produkt, und mit dem Verbot des Walfangs wurde sie so wertvoll wie Gold. Denn heute findet man sie nur noch im Meer treibend oder an den Strand gespült. Der Klumpen, den das Ehepaar Williams gefunden hatte, wog etwas mehr als 1,5 Kilogramm und wurde auf 50,000 Pfund Sterling geschätzt, was mehr als 71,000 Dollar entspricht. So fiel Gary und Angela buchstäblich aus dem Nichts eine ganze Menge Geld zu. Wenn dich diese Geschichte beeindruckt hat, dann teile sie unbedingt mit deinen Freunden, besonders wenn sie am Meer wohnen oder eine Reise an die Küste planen. Wer weiß, vielleicht haben sie auch das Glück, einen solchen Schatz zu finden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.